Hi Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie viel SLP ich mit ungefähr einem Monat Spielzeit Axie Infinity verdient habe und warum ich trotzdem meine Axies verkauft habe. Erst seht ihr, wie ihr Level 21 mit einem Standardteam schafft und 200 SLP extra mitnehmen könnt. Dann zeige ich euch, wie ihr SLP auszahlen und verkaufen könnt. Das Video ist schon älter und gespielt habe ich Axie nur circa einen Monat und auch nicht jeden Tag. Erstmal muss ich sagen, dass Axie ein richtig gutes Game ist und ihr verdient definitiv gutes Geld durchs Spielen. Es ist nicht umsonst das größte Krypto-Game derzeit und hat seinen Hype zurecht. Dennoch musste ich mich zum Spielen zwingen, da es mir nicht primär um die Kohle geht, sondern um den Spielspaß. Macht zwar Spaß, aber es ist einfach nicht mein Genre. Daher habe ich die Axies verkauft und es werden auch keine Axie-Videos in Zukunft mehr kommen. Dafür aber weitere Testvideos und Videos zu anderen Games. Also, was ich euch bestätigen kann, ist, dass das ganze System sauber ist und ihr wirklich gutes Geld verdienen könnt, falls ihr euch unsicher wart. Da ich an das Spiel glaube und auch immer mehr E-Sports-Teams auf das Spiel aufmerksam werden, halte ich weiterhin die Axie-Kryptowährung AXS. Also bin ich weiter als Investor dabei. SLP ist auch richtig durch die Decke gegangen zwischenzeitlich. Bei meinem ersten Axie-Video lag der Preis bei ca. 5 und die Tage bei fast 35 $Cent. Wenn wir da mal realistisch rechnen und davon ausgehen, dass die SLP-Belohnungen so bleiben, kannst du mit einem normalen Dreier-Team 5.000 bis 6.000 SLP pro Monat erfarmen bei 1,5 bis 2 Stunden Spielzeit. Das entspricht 1.750 bis 2.100 $. Und keiner weiß, ob das schon das Maximum war. Da der Coin an der Börse gehandelt wird, kann er jederzeit gepumpt werden. Gefühlt spielen alle Menschen auf den Philippinen Axie Infinity. Also wenn ihr sicher den dritten Weltländern helfen wollt, pumpt einfach den SLP-Coin. Wenn man jetzt überlegt, man besitzt 10 bis 19 Axies oder sogar mehr als 20, habt ihr sogar 40 bzw. 60 Energiepunkte pro Tag. Je nachdem wie gut ihr im PvP seid, kann es euer Gehalt nochmal verdoppeln bzw. verdreifachen. Natürlich muss auch etwas mehr Zeit reingesteckt werden. Dann sind noch Wochenquests, Spezialevents und Landplay in Arbeit. Dann wird man sicher auch 8 Stunden am Tag in das Spiel stecken können. Es ist einfach nur krass, was da zu holen ist. Kids könnten theoretisch das Spiel mit 10 Jahren anfangen und mit 18 lassen sie sich alles von ihren Eltern auszahlen und sind dann vermutlich reich. Wer hier früh dabei war, ist sowieso schon reich. Aber keine Sorge, es werden noch viele Games aus dem Boden schießen, bei denen man einsteigen kann, wenn auch nur als Investor. Gaming plus Krypto ist einfach perfekt kombinierbar. Hier seht ihr jetzt, wie ich den ersten Boss besiegt habe. Versucht bis hierhin keinen Schaden zu nehmen. Das macht ihr am besten, indem ihr eure Axies erstmal auf ein ordentliches Level hochspielt. So hoch, dass ihr die ersten Gegner alle one-shotten könnt. Der Boss haut ordentlich Schaden rein und wird von seinen 2 Untertanen geheilt. Deshalb ist es hier wichtig, auch den Boss in einer Runde umzuhauen. Dafür braucht ihr genug Damage-Karten und dafür müsst ihr hier zweimal komplett den Schaden ertragen, um dann in Runde 3 alles rauszuhauen. Ist der gefallen, habt ihr so gut wie gewonnen. Haut einfach alles raus, was ihr habt und beendet die Runde. Ist das geschafft, bekommt ihr umgerechnet einfach 50 bis 60 € beim jetzigen Kurs für ein Level. Gar nicht mal schlecht, würde ich sagen. So, da ihr mit SLP nicht eure Miete zahlen könnt, müsst ihr sie erstmal zu einer Börse schicken, die den Coin gelistet hat. In meinem Fall ist das die größte Börse Binance. Dafür müsst ihr einmal die Bridge von der Ronin Wallet offen haben und bei Binance auf SLP einzahlen, um eure persönliche SLP-Adresse zu bekommen, an die die SLP gesendet werden sollen. Alle wichtigen Links findet ihr in der Videobeschreibung unter dem Video. Hier klickt ihr einfach auf das Adresse-Kopieren-Symbol neben der Adresse und klickt anschließend bei der Ronin Bridge auf Auszahlen bzw. Withdraw. Hier fügt ihr eure Adresse ein und wählt bei Assets SLP aus. Darunter dann den gewünschten Betrag oder ihr klickt auf Max, um alle auszuzahlen. Wichtig zu wissen ist, dass ihr für die Transaktionskosten Ethereum braucht. Auf dem angezeigten Link Axie Live könnt ihr die aktuellen Preise sehen. In meinem Fall sind es hier maximal 6,85 $ auf höchster Geschwindigkeit. Kontrolliert nochmal die Adresse und bestätigt dann die Transaktion.
Die Gasgebühren können dann mit der Metamask Wallet bezahlt werden. Das bestätigt ihr auch und habt es so gut wie geschafft. Nach gut 5 Minuten sind die SLP auf dem Binance-Konto und ihr könnt sie entweder gegen USDT oder Ethereum eintauschen. Von Ethereum könnt ihr es in Euro umwandeln und anschließend auf euer Bankkonto auszahlen. Denkt daran, dass ihr euch mit den Steuern beschäftigt. Ich nutze Coinly, um alle Transaktionen zu tracken. Hier könnt ihr die Binance API und andere Konten sowie die Metamask verknüpfen und so automatisch eure Transaktionen immer synchronisieren mit dem richtigen Euro-Gegenwert, der für die Steuern wichtig ist. Ihr könnt es kostenlos tracken und dann bei Bedarf einmal im Jahr gegen eine Einmalzahlung als kompletten Bericht für die Steuererklärung ausdrucken. Der Preis ist abhängig von der Anzahl der Transaktionen. Auch Coinly verlinke ich euch in der Videobeschreibung. So, ich habe definitiv ein paar Tage zu früh ausgecasht. Insgesamt habe ich in dem Monat etwas über 940 Euro verdient. Bei 30 Cent wären es gut 1600 Euro gewesen. Ihr seht also, dass euer Gehalt immer stark timingabhängig ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg mit Axie Infinity. Falls ihr Interesse an Axie-Stipendien habt, schaut auf unserem Discord-Server CryptoGames Deutschland vorbei und aktiviert Joost XXL als Content Creator. Er kann euch zu dem Thema einiges beibringen und hat vielleicht gerade etwas frei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.